Dein Rollladen ist eingebaut und er hält nicht dort, wo er soll? In diesem Fall müssen die Endlagen neu eingestellt werden. Ich bin Patrick von Schartec und ich erkläre dir heute am Beispiel von einem Rollladenmotor Tube F, wie du deine Endlagen richtig einstellst. Es gibt auch Funkmotoren, bei denen die Endlagen elektronisch eingestellt werden können. Wenn du so einen Motor hast, schau dir am besten unser Video dazu an. Stelle sicher, dass der Motor korrekt eingebaut ist und die Einstellschrauben zugänglich sind. Falls die Befestigungslaschen bereits eingehängt sind, kannst du diese lösen. Hier ist Vorsicht geboten, da man sich an den scharfen Kanten leicht verletzen kann. Die Aufhängefedern können außerdem bei viel Krafteinwirkung relativ leicht brechen. Am Rollladenmotor gibt es zwei Einstellschrauben. Grundsätzlich gibt es eine weiße und eine rote Schraube. Eine ist für die Endlageneinstellung unten und die andere ist für die Endlageneinstellung oben zuständig. Bei beiden findest du ein kleines Plus-Symbol. Dreht man die Schrauben in die Plusrichtung, bewegt sich der Motor in die jeweilige Endlagenrichtung. Mit den Schrauben kann ich den Rollladenweg erweitern. Dreht man die Schrauben in die Minusrichtung, bewegt sich der Rollladen in die gegenteilige Richtung. Damit kann auch der Rollladenweg verkürzt werden. Welche Schraube für welche Endlage zuständig ist, werden wir gleich gemeinsam anschauen. Die Schrauben bedienst du mit einem Einstellstab. Dank der Flexibilität kommst du gut an die Schrauben im Rollladenkasten heran. Falls du keinen Einstellstab haben solltest, kannst du diesen im Internet nachbestellen. Damit das Einstellen der Endlage einfacher ist, wird der Rollladen zuerst in die untere Endposition gefahren. Das noch bevor die Stahlbandaufhänger eingehakt wurden. Wir lassen den Motor mit dem Schalter nach unten fahren, bis er von selbst stoppt. Drücke ich erneut zum Test auf den Knopf, sollte sich der Rollladen nicht mehr bewegen. Er tut es nicht, also haben wir die untere Endposition erreicht. Nun möchten wir herausfinden, welche Schraube für den unteren Endpunkt zuständig ist. Dafür müssen wir die Taste des Handsenders nach unten gedrückt halten und betätigen mit dem Einstellstab die beiden Schrauben in die Plusrichtung, also nach rechts. Somit können wir prüfen, ob der Motor weiter runterfährt oder nicht. Das sieht dann wie folgt aus. Beim Handsender halte ich die Taste nach unten gedrückt und drehe die rote Schraube dafür 2- bis 3-mal in die Plusrichtung. Es passiert nichts. Als nächstes drehe ich die weiße Schraube ebenfalls 2- bis 3-mal in die Plusrichtung. Dabei halte ich weiterhin die Taste nach unten auf dem Handsender gedrückt. Der Motor dreht kurz weiter und stoppt wieder von selbst. Nun wissen wir, dass diese, also die weiße Schraube, für den unteren Endpunkt verantwortlich ist. Drehe die weiße Schraube, bis die Stahlbandaufhänger eingehängt werden können. Achte dabei darauf, die Aufhängfedern vorsichtig einzuhängen. Kann ich diese direkt gut einhaken, kann ich den Schritt natürlich auch überspringen. So, jetzt die Aufhängefedern vorsichtig einhängen. Hier ist wieder Vorsicht geboten. Man sollte die Aufhängefedern langsam in die Ösen hineindrehen. Vorsicht, auch um den Motor herum. Unser unterer Endpunkt ist damit fertig eingestellt. Unser Rollladenpanzer ist gerade in den Führungsschienen und ist kein Stück auf der Welle gewickelt. Nun möchten wir den oberen Endpunkt einstellen. Hierzu muss der Rollladen nach oben gefahren werden. Es gibt zwei mögliche Fälle, die eintreten können. Erstens, der Rollladen fährt nach oben und stoppt nicht rechtzeitig von selbst. Oder zweitens, der Rollladen stoppt von selbst irgendwo im Laufweg. Schauen wir uns an, wie es bei uns aussieht. Ich lasse den Rollladen nach oben fahren. Bei dem gewünschten Punkt bleibt er nicht stehen und bevor dieser die Schiene verlassen kann, stoppe ich ihn manuell mit der Fernbedienung. Das bedeutet, dass der Endpunkt aktuell zu weit oben liegt. Diesen kann ich aber schnell anpassen. Hierfür wird der Rollladen wieder etwas zurückgefahren. Hier haben wir vorhin herausgefunden, dass die weiße Schraube für den unteren Endpunkt zuständig ist. Mit der roten Schraube kann ich den oberen Endpunkt festlegen und damit auch den Fahrtweg des Rollladens kürzen. Dafür drehe ich diese Schraube ins Minus. Das ca. 20 bis 30 Mal.
Das Ziel ist es, dass der Rollladen beim Hochfahren dann noch im Laufweg stehen bleibt. Hier muss man sich langsam herantasten und den Endpunkt ausprobieren. Nach dem 20. Mal an der Schraube ins Minus drehen, lasse ich den Rollladen nun wieder hochfahren und teste, ob der Motor beim Hochfahren nun selbst im Laufweg stehen bleibt. Wenn nicht, muss ich wieder stoppen und den Vorgang wiederholen. Unser Motor bleibt wieder nicht rechtzeitig stehen und ich stoppe ihn mit dem Handsender manuell. Ich drehe weitere 20 Mal an der Schraube. Dabei höre ich ein leises Knacken. Man kann beim Drehen der Schraube ins Minus nichts kaputt machen. Solltest du zu weit gedreht haben, wird man ein leises Knacken hören. Daran erkennt man, dass der Punkt überschritten wurde, so wie auch nun bei uns. Ich drehe nun einige Male die rote Schraube in die Plusrichtung und drücke die Auf-Taste an meinem Handsender. Nun, wenn der Motor sich bewegt oder von Anfang an im Laufweg stehen geblieben ist, muss der Fahrtweg nun erweitert werden. Dafür halte ich die Hochtaste gedrückt und drehe an der roten Schraube in die Plusrichtung. Mit jedem Drehen der Schraube bewegt sich der Rollladen ein Stück nach oben. Diesen Vorgang wiederhole ich, bis die Abschlussleiste noch das letzte in der Führungsschiene ist. So habe ich die obere Endlage eingestellt. Lasse den Rollladen vollständig nach oben und dann nach unten fahren, um sicherzustellen, dass er bei den eingestellten Endlagen stoppt. Falls nicht, kannst du rechtzeitig reagieren und nachjustieren. Damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Ich hoffe doch, dass du dank diesem Video die Endlagen deines Rollladenmotors erfolgreich einstellen konntest. Falls du weitere Fragen haben solltest, schreibe uns doch gerne eine E-Mail oder kontaktiere uns per Telefon. Falls dir das Video gefallen haben sollte, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir nun viel Spaß mit deinem Rollladen. Bis zum nächsten Video. Ciao.